so war das eigentlich nicht vorgesehen. 4 Jahre nach der Invasion kämpfen amerikanische Truppen auf der Haifa-Straße im Zentrum Bagdads noch immer gegen aufständische Iraker. Sie zahlen den Preis für 4 Jahre militärischer und politischer Fehleinschätzungen. Feuer einstellen. Ich bin überzeugt, dass wir als Befreier begrüßt werden. Den Ausdruck Guerillakrieg verwende ich nicht, weil es keiner ist. Lasst sie nur kommen. Über 25.000 weitere US-Soldaten wurden in den letzten Monaten in den Irak geschickt, die vor allem in der Hauptstadt für Ruhe sorgen sollen. Geht der Kampf um Bagdad verloren, so ist der gesamte Irak verloren. Was lief schief? Wie konnte Amerika zum Gefangenen dieses Krieges werden? Es ist ein Krieg, der sich nicht nur über den ganzen Irak erstreckt, sondern auch die benachbarten Länder mit hineinziehen kann. Er droht Amerikas Macht und Prestige in der Region und der Welt zu zerstören. Alles schien so einfach im Frühjahr des Jahres 2003. In nur 3 Wochen preschten die amerikanischen Truppen durch den Süden des Irak und eroberten Bagdad. Der Sturz des verhassten Diktators war für viele Iraker ein Grund zur Freude. Ich rief, schrie und jubelte vor Glück. Ich dachte, dass nun alles gut werden würde. Auch der Journalist Dexter Filkins war an diesem Tag vor Ort. Ich erinnere mich, dass ich direkt neben einem Vater mit seinem Sohn stand, als die Statue stürzte. Seine Erleichterung war offensichtlich, doch man sah auch noch Angst und Unsicherheit in seinen Augen. Ich fragte ihn, ob er glücklich ist. Ja, sagte er, aber was kommt als nächstes? Die ersten Anzeichen von Schwierigkeiten waren die Plünderungen in den Straßen Bagdads, denen die amerikanischen Truppen tatenlos zusahen. Mir wurde klar, als die Plünderungen begannen und wir nichts taten, dass es schlecht laufen wird. Richard Armitage, Colin Powells damaliger stellvertretender Außenminister, war zunächst ein starker Befürworter einer Invasion in den Irak. Als es losging, gab es keine Autorität und keine Verwaltung. Wir verloren viel Respekt bei den Irakern. Ich erinnere mich an dieses ungute Gefühl in der Magengegend, als die Hauptstadt zu brennen begann. Und dachte, was geschieht hier? Wir sind hierher gekommen, haben die Regierung gestürzt und verlieren nun alles innerhalb eines einzigen Tages. Vom Schlachtfeld kam eine unheilvolle Warnung. Das erste amerikanische Opfer war ein Leutnant der Marineinfanterie, Farrell Childers, der von einem Mann in Zivilkleidung aus einem vorbeifahrenden LKW erschossen wurde. Dies war ein irregulärer Feind. Ein Feind, der keine Uniform trug, der nicht aus Panzern, sondern aus Pickups kämpfte. Einen solchen Feind hatte sich Amerika nicht vorgestellt. Präsident Bush und Verteidigungsminister Rumsfeld waren guter Dinge und betrachteten die Mission als beendet. Man sprach sogar davon, die meisten Truppen bis zum Ende des Sommers heimkehren zu lassen. Das entsprach dem Denken der Bush-Administration. So nach dem Motto, wir gehen nur kurz in den Irak, stürzen Saddam und verlassen den Irak wieder mit einer anderen Regierungsform, ohne dass es uns viel kostet. Das Saddam Hussein-Regime war zwar gestürzt, aber die Baath-Partei war noch lange nicht besiegt. Sie nahm ihre Maschinerie der Angst mit in den Untergrund.
John Burns, der damalige Chef der New York Times in Bagdad, hat über den Krieg von Anfang an berichtet. Als die amerikanischen Truppen Bagdad einnahmen, verließ die Baath-Partei die Stadt mit in Stahlkisten verpackten $2 Milliarden. Bargeld, gestohlen aus der irakischen Zentralbank. Wenn zuerst auch nur sporadisch, so wurden die Angriffe der Untergrundkämpfer immer koordinierter und intensiver. Und da viel zu wenige amerikanische Truppen die Grenzen zum Irak sicherten, strömten immer mehr ausländische Al-Qaida-Kämpfer in das Land. Wir hätten wissen müssen, dass wir auf einem Pulverfass sitzen. Es ist allgemein bekannt, dass wir es hier mit Stammeszugehörigkeiten und religiöser Komplexität zu tun haben. Man muss nicht in eine Bücherei gehen, um zu verstehen, wie kompliziert die Geschichte dieser Region ist. Hohe Offiziere wie General John Batiste, der Kommandeur der 1. Infanteriedivision, waren frustriert. Wir hatten eine sehr kurzsichtige Strategie, eine Strategie, die nicht die Mittel besaß, ein Ende herbeizuführen. Und wir haben die unglaublich schwierige Arbeit ignoriert, der es bedarf, um einen Frieden aufzubauen und einen unweigerlich folgenden Aufstand aus dem Untergrund zu unterbinden. 2004 waren die Truppen von General Batiste im Norden Iraks weit auseinandergezogen und besaßen viel zu wenige Ressourcen. Das Pentagon hat lange gebraucht, um das zuzugeben. Man hörte es eben nicht gerne und man sollte auch das Wort Aufstand nicht in den Mund nehmen. Damals hätte man den hohen Herren im Verteidigungsministerium die Frage nach dem Warum stellen sollen. Warum dieses Widerstreben, die Tatsachen zu akzeptieren? In Washington stellte Richard Armitage im Außenministerium dieselben Fragen. Die Regierung hatte ein Problem, denn nichts lief im Irak in die richtige Richtung. Man wurde förmlich dazu gezwungen, nicht von einem Aufstand zu reden. Das war nicht der Krieg, den wir geplant hatten. Jack Keane diente im ersten Kriegsjahr als stellvertretender Chef des Armeestabes im Pentagon. Heute bereut er es, keinen andauernden Aufstand mit eingeplant zu haben. Wir haben einen Fehler gemacht. Damals gab es die Hoffnung, dass es nicht die Realität ist und wir diesen kleinen Widerstand sehr schnell zerschlagen könnten. Es war nicht nur eine Frage der Semantik, sondern eine Frage der Strategie. Es gab nicht genügend Truppen, um diesen Job zu erledigen. Und diese Truppen kämpften die falsche Art von Krieg. Die Mission war töten oder gefangen nehmen. Wenn man es so macht, dann wächst der Aufstand weiter. Man dringt um 2 Uhr morgens in die Häuser der Menschen ein. So wird man viel mehr zu einer Besatzungsmacht, als man es sein möchte. Im Herbst 2004 bereist Richard Armitage ein letztes Mal den Irak. Ich sah, dass die Menschen uns entglitten. Dasselbe hatte ich schon einmal in Vietnam erlebt. Sein persönlicher Bericht an Präsident Bush war eindeutig. Er sagte dem Präsidenten schonungslos, wir gewinnen diesen Krieg nicht. Auf seine Frage, verlieren wir ihn, sagte ich, noch nicht. Aber die Amerikaner verloren nicht nur an Boden, sie verloren auch Soldaten. Im Jahr 2005 quittierte John Batiste nach 31 Jahren den Dienst in der Armee und wurde zu einem der ersten Generäle, die Donald Rumsfeld kritisierten. Es war keine Überraschung. Wir haben diesen Aufstand selbst hervorgerufen. Meine Entscheidung, die Armee zu verlassen, hatte mit meiner Sorge um die Soldaten und deren Familien zu tun. Und der Erkenntnis, dass wir im Irak die falsche Strategie verfolgen. Die oberste Führung hat nicht zugehört. Wir hatten eine Chance und wir haben sie nicht genutzt. Es war die erste von einigen verpassten Möglichkeiten. Der Hass der Religionsgruppen weitete sich im Irak zu einem blutigen Bürgerkrieg aus.